Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr seht, das Fahrrad hier im Hintergrund hat keine Räder drin. Das Fahrrad kriegt von mir zwei neue Laufräder eingespeicht. Und da habe ich mir gedacht, da kann ich doch ein schönes Video für euch machen und euch mal die verschiedenen Einspeichmuster oder einige verschiedene Einspeichvarianten vorstellen und euch ein bisschen was dazu sagen. Aber dazu gehen wir rein, da habe ich drin ein bisschen was vorbereitet, da ist auch ein bisschen gemütlicher. Trotz Sonnenschein haben wir hier minus 4 Grad und da möchte ich nicht die ganze Zeit draußen stehen. Kommt mal mit. Konventionelle Einspeichvarianten oder Speichenmuster sind natürlich immer noch gekreuzte Speichenmuster, also halbtangentiale Speichenmuster. Warum wird gekreuzt? Aus dem einfachen Grund, wenn gekreuzt wird, widerstehen die Speichen und die Felge besseren und also besser hohen Drehmomenten. Ja, wenn zum Beispiel jemand kräftig tritt oder viel in schweren, also in dem kleinen Gang fährt oder es bei zum Beispiel Bergabfahrten zu Dauerbremsungen kommt, im Falle von Narbenbremsen, also Scheibenbremsen, alles was über die Narbe gebremst wird, dann widerstehen die Speichen und die Felge einfach den höheren Drehmomenten. Was auch zu beachten ist, je mehr Speichen ein Laufrad hat, desto mehr muss gekreuzt werden. Wir haben ja mittlerweile auch Laufräder mit 48 Speichen und 40 Speichen. Bei 48 Speichen wird für gewöhnlich fünffach gekreuzt, bei 40 Speichen für gewöhnlich vierfach. 36 und 32 Speichen, was ich hier habe und wo ich auch schon mal ein Video drüber gemacht habe, das verlinke ich euch unten in der Infobox und auch hier oben verlinke ich euch das mal in diesen Inforeitern. Also 36 und 32 Speichen werden regulär dreifach gekreuzt. 32 wird auch schon teilweise zweifach gekreuzt. Das ist immer so ein bisschen abhängig davon, was für eine Felge und was für eine Narbe man hat. Aber regulär auch noch dreifach, und 28 und 24 Speichen werden regulär eigentlich auch nur zweifach gekreuzt. Häufig wurde ich gefragt, ey, ich will aber nur zweifach kreuzen oder ich habe 48 Loch, wie muss ich da das Laufrad aufbauen, wie muss ich da kreuzen? Und darauf möchte ich jetzt einmal eingehen. Ich kann euch das auch anhand des 36 Speichen Laufrades hier durchaus erläutern, wie oft und wie gekreuzt wird. Der Grundaufbau ist schon mal grundsätzlich gleich. Es ist vollkommen egal, wie viele Speichen ihr habt. Die ersten Speichen, auch bei 48 Loch, werden alle von außen gestochen, so wie ihr das hier seht, in jedes zweite Speichenloch. Es wird am Ventilloch begonnen und es wird auf der Seite begonnen, wohin das erste Speichenloch zeigt. Und man geht immer in Laufrichtung. Und es wird immer jedes vierte Felgenloch genommen. Das seht ihr aber, wie gesagt, in dem anderen Video. Hier geht es jetzt nur um die Kreuzung. Gekreuzt werden hinterher die Fürspeichen. Das heißt also die Speiche, die ich von innen stecke, die also am Narbenflansch dann außen ist. Das sind die Fürspeichen und die werden gekreuzt. Und wenn ihr jetzt eine 48 Speichenlaufrad habt, nehmt ihr die erste Fürspeiche. Wo ihr da anfangt, ist auch egal. Wenn ihr die ersten Speichen richtig gesetzt habt, ist das vollkommen wurscht. Ihr nehmt euch einfach irgendeine Fürspeiche und beginnt mit den Kreuzungen der ersten Speichen oberhalb. Das heißt, ich nehme die erste Speiche, die zweite Speiche, die dritte Speiche, auch noch die vierte Speiche. Und erst die fünfte Speiche, also die letzte, wird mit der Fürspeiche verwebt. Das bedeutet, bei der fünften Speiche, wenn ich fünffach kreuze, bei einem 48 Laufrad, werde ich unterhalb der fünften Speiche gehen und gehe direkt in das nächste Felgenloch rein. Bei einer 40 Loch wieder genau das gleiche, genauso stechen. Genau die Laufrichtung, jede Speiche jeweils ins vierte Loch. Meine Fürspeiche wird von innen gestochen. Ich kreuze über die erste, über die zweite, über die dritte. Die vierte Kreuzung ist wieder meine letzte. Das heißt, ich nehme meine Fürspeiche und verwebe diese, indem ich unter die vierte Speiche gehe mit der vierten Speiche und gehe direkt in das nächste Felgenloch.
In dem dreifach gekreuzten, darüber habe ich ja das Video gemacht, da habe ich einmal ein komplettes Laufrad eingespeicht, gehe ich über die erste, über die zweite und verwebe meine Führspeiche mit der dritten Speiche, gehe also unter die dritte Speiche und direkt in das nächste. Zweifach gekreuzt gehe ich über die erste und verwebe meine Führspeiche direkt mit der zweiten Speiche und gehe in das nächste Speichenloch, Felgenloch. Ja, es gibt auch einfach gekreuzt. Einfach gekreuzt bedeutet also, dass ich direkt meine Führspeiche mit der ersten Speiche, die ich kreuzen muss, verwebe und direkt in das nächste Felgenloch gehe. Aber das hat ein bisschen was mit Felgen zu tun. Dazu gehen wir eben einmal kurz raus, das möchte ich euch draußen zeigen. Das einfach gekreuzte Speichenmuster wird hauptsächlich genommen bei Felgen, wie zum Beispiel hier bei dieser 36 Loch Felge, die ein etwas ungewöhnliches, also etwas ungewöhnlich angesetzte Speichenlöcher haben. Ihr seht schon, hier sind 4 Speichen an einem Punkt, hier kommt wieder Platz, hier sind wieder 4 Speichen an einem Punkt, hier kommt wieder Platz. Solche Art und Weise der Felgen, beziehungsweise hier bietet sich eine Einfachkreuzung einfach besser an, weil einmal eine hohe Seitenstabilität gewährleistet sein muss, um diesen Freiraum hier quasi ausgleichen zu können. Und es müssen natürlich auch noch irgendwo die Kräfte, die Drehmomentkräfte, die auf die Speiche wirken, auch noch irgendwo ausgeglichen werden. Gerade wenn man hier auch Scheibenbremsen verwendet. Ja, das hat also auch immer ein bisschen was mit der Narbe zu tun. Aber ihr seht, eine 36 Loch Felge kann auch einfach gekreuzt eingespeicht werden. Jetzt gibt es zu der klassischen Einspeichvariante auch noch die normale radiale Einspeichung. Also ein radiales Einspeichmuster. Dazu nehme ich die Speiche einmal hier raus und steche sie hier von oben rein. Bei dem radialen Einspeichmuster wird grundsätzlich immer senkrecht vom Namenflansch zur Felge hin gestochen und eingespeicht. Dabei ist nur darauf zu achten, einmal natürlich die Seite und die Laufrichtung. Das heißt, ich gehe auch hier in die Laufrichtung rein. Ich suche mir hier mal eben, hier ist mein Felgenloch. Das heißt, ich habe hier meine erste Speiche in dem ersten Felgenloch nach dem Ventilloch sitzen. Nehme die zweite Speiche, das wäre dann also, Moment, ich stecke mal eben um. Nochmal umstecken. So, Ventilloch, die erste Speiche auf der linken Seite geht nach hier weg. Ich gehe in Laufrichtung und gehe mit der nächsten Speiche, die ich radial einspeiche, direkt in das zweite Loch, also auch wieder auf der Seite. Das gleiche habe ich hier und auch natürlich auf der anderen Seite. Die erste Speiche, die kommt auf der anderen Seite, kommt direkt ins erste Loch, was nach rechts geht, und die zweite Speiche für die Radialeinspeisung auf der rechten Seite würde dann halt hier in dieses Loch gehen. Das heißt also, beim Radialeinspeisen steche ich alle Speichen direkt von außen und gehe immer jedes zweite Loch rein. Das ist radial einspeichen. Sinnvoll ist es eigentlich nur bei weniger Speichen, dass man radial einspeicht, und eigentlich auch nur beim Vorderrad komplett radial. Und sinnvoll wäre auch, wenn man radial einspeicht, dass man das überwiegend nur über die Felge gebremste Laufräder macht. Man sollte also eine radiale Einspeichung, gerade wenn man mehrere Speichen hat, nicht einspeichen, wenn man zum Beispiel eine Scheibenbremse drauf hat, sodass die Kräfte der Bremse auf die Narbe wirken. Das hat folgenden Grund: Dadurch, dass die Speichen natürlich senkrecht laufen, können sich die Speichen mehr lösen. Der einzige Vorteil, den eine radiale Einspeichung hat, ist einfach, das Laufrad gibt eine höhere Seitenstabilität. Ja, das heißt also, das ganze Fahrverhalten von der Felge soll härter, strammer sein, aerodynamischer sein und man soll seitenstabiler sein. Deswegen werdet häufig auch bei Rennrädern oder Sportrennrädern eine radiale Einspeichung sehen. Feines Mädchen. Oh, meine Maus.
Meine Maus kommt zu mir. Abgesehen von der konventionellen, also von der normalen gekreuzten Variante und der radialen Einspeichvariante, gibt es auch noch die halbradiale Einspeichvariante. Ich habe schon jetzt in letzter Zeit häufiger gesehen, dass immer mehr und mehr Hinterräder halbradial eingespeicht werden. Halbradial heißt einfach, dass auf der Antriebsseite, also auf der rechten Seite, ganz standardmäßig gekreuzt wird. Also halbtangential eingespeicht wird und auf der rechten Seite, wo die Bremsenseite ist, widersprüchlich natürlich zu der Radialeinspeisung des Vorderrades, wo wir ja gerade drüber gesprochen haben, oder was ich ja gerade erklärt habe, wird radial eingespeist. Das hat aber im Prinzip eher was damit zu tun, dass aufgrund der hohen Drehmomentverhältnisse bei den extrem vielen Gängen, die momentan zur Verfügung stehen, das heißt normal ist ja mittlerweile schon 10- und 11-fach und SRAM hat, glaube ich, jetzt auch schon 12-fach seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr oder irgendwie so, seit kurzem rausgebracht. Das heißt, ich habe hier hinten schon 12 Ritzel zur Verfügung, die ich habe. Dadurch habe ich natürlich viel höhere Drehmomente. Und die Drehmomente wirken ja nicht nur auf die rechte Seite, sondern auch auf die linke Seite. Das heißt, ich ziehe quasi immer die linke Seite in den Entlastungsbereich. Die linke Seite wird immer teilweise entlastet und belastet. Ja, und dadurch habe ich, ne, weil ich halt ein höheres Antriebsdrehmoment habe auf der rechten Seite. Ne? Und da wir ja schon gesagt haben, radiales Einspeichen bietet ein bisschen mehr Seitenhalt, kann also quasi aufgrund des hohen Drehmomentes, was auf der rechten Seite ist, die linke Seite nicht so stark belastet werden. Also im Prinzip, wer immer viel Speichenbrüche hinten hat, sollte einmal kontrollieren, was für Speichen sind drin, was für Nippel sind drin. Ist Nummer 1, meistens sind zu kurze Nippel drin, das heißt also, es sollten 14er Nippel drin sein, 12er sind nur drin. Es kann aber auch an der Einspeichvariante liegen, weil man einfach so viele Gänge zur Verfügung hat. Ne? Das merkt man auch. Ja, es ist ja auch so, dass die Speichen auf der Antriebsseite immer strammer gespeicht sind als auf der Nicht-Antriebsseite, also auf der linken Seite. Und wie gesagt, weil halt höhere Drehmomentkräfte auf dieser Seite wirken und die radiale Seite einen höheren Seitenhalt bietet, also mehr Seitenstabilität, neigt man einfach dazu oder geht man einfach dazu über, dass häufiger jetzt halbradial eingespeicht wird. Und es ist Fakt, halbradial eingespeicht heißt einfach weniger Speichenbrüche. Voraussetzung ist natürlich immer, dass die entsprechende Variante an oder vernünftige Speichen, passende Speichennippel und natürlich eine ordentliche Speichenspannung gewählt wird. Ne? Also halbradial sollte schon, generell bei allen Einspeichvarianten sollte man doch schon ein bisschen Erfahrung und Übung auch haben. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu viel wiederholt oder ich habe es verständlich rübergebracht und ihr seid zufrieden mit dem Video, wollt ihr noch mehr über Speichen, Einspeichen, vielleicht auch mal exotische Speichenmuster oder sowas sehen, dann gebt dem Video doch einen Daumen rauf und schreibt es mir unten in die Kommentare. Hat es euch nicht gefallen, könnt ihr mir auch einen Daumen runter geben. Darüber freue ich mich aber natürlich nicht und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.